Servus Leute und willkommen zum ersten Battlefield 6 bzw. Battlefield 2021 Themenvideo. Gameplay-technisch sind wir natürlich immer noch auf BF5 unterwegs. Mir geht es ganz einfach darum, wir haben alle die Inboxen voll mit all den angeblichen Leaks und Gerüchten und was nicht alles. Und ich möchte euch einfach mal kurz auf den aktuellen Stand bringen, was denn überhaupt jetzt wirklich an Realität bestätigt ist seitens DICE und EA und mit welcher Terminschiene wir ungefähr jetzt im Battlefield 6 Jahr rechnen können. All das kurz und knackig zusammengefasst in diesem Video. Bevor wir jetzt in die konkreten Punkte reinstarten, einmal nochmal ganz kurz zum Hintergrund der Sache. Und zwar, die letzten Wochen war auch einfach meine Abo-Box als Konsument, beziehungsweise wenn ich für euch Informationen zusammentrage, dann schaue ich natürlich auch alle möglichen anderen Portale durch. Und ob das jetzt YouTube, Twitter oder Reddit war, alles ist voll mit Leaks und angeblichen super Theorien und was nicht alles bestätigt wird. Da reicht oftmals schon ein, passabel gefotoshopptes Bild mit einem Battlefield 6 Logo aus, dass die ganze Welt durchdreht und jeder irgendwelche Videos oder sonst was dazu macht. Ist jetzt keine brutale, aber ja, das ist schon ein bisschen Kritik, weil ich finde es auch einfach gegenüber euch und auch gegenüber mir selber, weil ich bin ja auch Konsument. YouTube ist ja mein Hobby, finde ich da einfach nicht fair, dass man sich da wirklich so viel Zeug auch reinzieht, wo einfach faktisch nichts dahinter steckt. So viel mal zum Hintergrund des Videos, und wenn es wirklich offizielle Informationen gibt, ja, dann kann ich euch einen YouTube-Kollegen empfehlen, den guten Suxay, ist auch bei mir am Channel verlinkt, beziehungsweise packe ich euch auch gerne nochmal in die Videobeschreibung. Der recherchiert wirklich immer sehr, sehr sauber, vertritt da auch eine ähnliche Meinung, wie ich das tue, und da werden auch ausschließlich Informationen gedroppt, wenn die auch bestätigt und fundiert ausgearbeitet sind. Ja, nicht davor, kein Clickbait und solche Dinge. Also schaut bei dem gerne mit vorbei, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da, ist gut im Hype, der Junge im Moment, und auch qualitativ wirklich gut. So, genug der Einleitung, jetzt steigen wir aber wirklich in die konkreten Topics ein. Was uns vermutlich am meisten interessiert, ist mal das allgemeine Terminszenario. Also wann ist wirklich das erste Mal mit offiziellen News seitens EA und DICE zu rechnen? Das wird aller Voraussicht nach im Mai sein. Wenn wir mal an BF1 und BF5 zurückdenken, BF1 erste Reveal am 6.5. gewesen und bei BF5 war es der 23.5. Also lasst mal schwer davon ausgehen, dass wir auch die ersten offiziellen News im Mai erhalten. Danach wird es vermutlich eine Alpha und eine Beta geben. Ich hoffe, dass wir den Channel bis dahin auch soweit haben, dass da auch ein Key für mich rausspringt, dass ich euch da vielleicht auch vorab mal gute Informationen bereitstellen kann. Und Release von BF6 wird dann natürlich sein zur Holiday Season. Das wird sehr wahrscheinlich Oktober bzw. November 2021 sein. Und dafür werden wir natürlich trotzdem, dazwischen werden wir natürlich trotzdem noch einiges an Gerüchten und Zusätzen bekommen. Wie gesagt, ich werde mich aber streng an die offiziellen Daten halten und euch da nicht mit irgendwas Unbestätigten zu spammen. Ganz gut passend ist einer der größten Leaks der letzten Wochen, und zwar, dass Battlefield 6 definitiv ein World War III Setting bekommen wird, beziehungsweise Modern Combat Setting bekommen soll. Die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, ist zwar relativ hoch, nachdem ja BF5 und BF1 jeweils Weltkriegsshooter waren. Nichtsdestotrotz gibt es aber noch keine offiziell bestätigten Informationen seitens EA und DICE. Also lasst euch da nicht verwirren und glaubt ihm nicht alles. Wie gesagt, Wahrscheinlichkeit und Gerücht ist das eine, bestätigte Fakten ist das andere. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dazu die Infos im Mai bekommen werden. Bis dahin gerne spekulieren, aber bitte nicht auf jeden Zug sofort aufspringen.
Was definitiv aber einer der Schwerpunkte in der Entwicklung von Battlefield 6 sein wird, das ist einerseits die Kartengröße und auch die Spieleranzahl. Auch dazu gibt es ja schon einige Gerüchte, ob es dann 128 Spieler sein werden. Das sei mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz bleibt auf jeden Fall stehen, dass EA-Chef Wilson als auch die Studioleiterin Laura mal bei jeder Gelegenheit eben betont haben, dass das nächste Battlefield ein noch nie dagewesenes Ausmaß annehmen bzw. haben wird. Also können wir mal schwer davon ausgehen, dass das bisherige Spielerlimit von 64 definitiv gesprengt werden wird. Nur in welcher Anzahl, das ist bis dato in jedem Fall noch offen. Ein weiterer wichtiger Punkt, warum oder was meiner Meinung nach auch einer der Beweggründe war, warum man Battlefield 5 aufgegeben hat, das ist einerseits die Studiokapazität in der Entwicklung von DICE und andererseits auch die Umstellung auf die Next-Gen-Konsolen. Also Battlefield 6 wird für die Next-Gen entwickelt werden. Ob es da nochmal einen Ableger für PS4 geben wird, bin ich mir ehrlicherweise unsicher. Das wird man sehen. Auf jeden Fall hat man ja schon bei der EA Play Show eben gesehen, dass man auf diese sehr realistischen einstürzenden Gebäude bzw. diese Facecam da Wert drauf legen wird und zusätzlich eben auch sehr, sehr viel Entwicklungs-Know-how und Kapazität vom gesamten DICE Stockholm Studio eben in dieses Projekt steckt. Deswegen auch, man hatte nicht nur Battlefield 5, sondern auch eben Battlefront 2 aufgegeben, also da kommt nichts mehr, da kommen keine DLCs mehr, kein erweiterter Support mehr, nur noch Basics, was wir natürlich auch in Battlefield 5 bereuen. Auf der anderen Seite lasst es uns mal positiv sehen, weil wirklich sämtliche Power derzeit in Battlefield 6 gesteckt wird und sind wir uns mal ganz ehrlich, mit dem ganzen Gegenwind aus der Community und leider auch ein bisschen der allgemeinen Meinung zu Battlefield 5, Battlefield 6 muss abliefern und das muss auch wirklich richtig gut reinknallen, damit das Franchise nicht irgendwo vor dem Aus steht. Also DICE EA ist da definitiv auch etwas unter Zugzwang. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir da ein richtig schmackhaftes Spiel bekommen werden und ja, da sind wir wirklich mal guter Dinge. Ich werde in noch einem weiteren Teil auf ein paar Dinge eingehen, die ich mir persönlich oder auch so mit eurem Feedback aus der Community mit Dingen, die ich mir wünschen würde, beziehungsweise die ich mir gut für ein Battlefield 6 vorstellen könnte, damit das Ganze auch ordentlich greift. Bei der Gelegenheit dürft ihr auch gerne unter diesem Video nochmal rein kommentieren. Wenn euch das Ganze interessiert, dann lasst doch auch gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Ihr kennt es, ihr wisst es, wie es geht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Bis dahin, haut rein, euer A-Team.